Wir sind Isa und Ben und diesmal sind wir auf Bali. Wir starten in der Region Uluwatu. Die ist besonders bei Surfern beliebt. Hier gibt es tolle Strände, Felsenklippen und Surfbedingungen vom Anfänger bis zum Profi. Die Region ist sehr entspannt und hier gibt es jede Menge leckere Restaurants. Und jetzt zeigen wir euch, was wir uns hier ansehen. Doch zuerst brauchen wir einen Fahrbahnuntersatz. Als ersten Strand haben wir uns gleich den Uluwatu Beach ausgesucht. Man zahlt 5.000 Rupien pro Person, also umgerechnet in etwa 30 Cent Eintritt. Sehr okay. Und es gibt zahlreiche Stiegen hier runter, also sogar bergab haben wir schon ziemlich geschwitzt. Es ist vor 11 Uhr vormittags und es ist schon richtig viel los, vor allem sehr, sehr viele Surfer sind hier. Aber es ist halt ein wirklich netter kleiner Strand, den man sich echt mal anschauen muss. Wir sind hier im Ankara Uluwatu Hotel untergebracht und das kostet ungefähr nur 35 Euro pro Nacht, also für unsere Verhältnisse sehr, sehr günstig. Wir haben uns direkt im Hotel ein Moped ausgeborgt, auch das hat nicht einmal 6 Euro pro Tag gekostet. Und in maximal 10 Minuten erreichen wir wirklich alles. Wir sind am Strand, wir sind beim Tempel und Restaurants gibt es auch einige in der Nähe. Für uns geht es dann hier zu einem Tempel in Uluwatu und da schauen wir uns auch einen typisch indonesischen Tanz an. Aber zuerst gibt es mal ein sehr spätes Frühstück oder ein sehr frühes Mittagessen. Die ganze Anlage hier ist wirklich sehr, sehr groß und wunderschön grün. Also ein Besuch zahlt sich definitiv aus, auch wenn wir das Highlight eher im indonesischen Tanz hier am Abend sehen. Übrigens gibt es hier sehr, sehr viele Affen und man sollte Sonnenbrillen, Kappen, Kameras, was auch immer los am Körper ist, besonders gut festhalten, weil die sind wirklich, wirklich frech. Wir haben jetzt schon mehrmals beobachtet, dass sie sich von hinten anschleichen und Touristen ganz gezielt die Sonnenbrille oder das Käppi vom Kopf stehlen. Wir sind jetzt im Garuda Vishnu Kencana Nature Park und hier schauen wir uns die viertgrößte Statue der Welt an. Wir sind mit dem Moped gekommen und haben hier 5.000 Rupien fürs Parken bezahlt. Dann geht es mit dem Gratis-Shuttlebus weiter bis zum Eingang und hier haben wir Tickets gekauft. Es gibt verschiedene Tickets. Wir haben uns für eins mit 200.000 Rupien entschieden. Das sind umgerechnet in etwa 12 Euro pro Person. Und den kompletten Eintrittspreis haben wir als Voucher für das Restaurant hier bekommen. Es gibt übrigens auch einen Buggy-Service, den man um weitere 40.000 Rupien dazu buchen kann. Natürlich dreht sich hier in der Parkanlage alles um die 121 Meter hohe Statue hinter mir. Aber auch sonst gibt es hier viel zu sehen in dieser riesengroßen Anlage. Mehrere andere Statuen, Grünanlagen, Teiche und sogar Wasserfälle gibt es hier. Die Statue zeigt die Göttin Vishnu, die auf den Vogel Garuda reitet. Garuda ist ein Wahrzeichen und findet sich auch im indonesischen Wappen wieder. Der Bau der Statue soll über 25 Jahre gedauert haben. Teile der Statue finden sich übrigens auch in Originalgröße hier im Park wieder, nämlich die Göttin Vishnu und der Vogel. Und die sind auch in Originalgröße, auch wenn es nicht so wirkt. Wir haben heute zum ersten Mal Unterkunft hier in Bali gewechselt. Und zwar sind wir von Uluwatu nach Canggu übersiedelt. Und das war es eigentlich dann auch schon von uns heute, weil das war relativ tagesfüllend, das Programm. Es sind zwar nur 30 Kilometer zwischen diesen zwei Orten, aber dafür haben wir mit einem kleinen Zwischenstopp mittendrin weit über 2 Stunden gebraucht. Der Verkehr hier ist wirklich der Wahnsinn. Jetzt haben wir dann unser neues Hotel bezogen und haben uns ein bisschen umgeschaut, haben den Pool getestet und für uns geht es jetzt runter zum Strand, zum Sonnenuntergang. We're wasting time on stuff that doesn't really matter, while wishing for something better.
fix things that weren't broken. Misunderstandings and words unspoken. We fall apart and I won't dare to say, do you feel the same way? Maybe you don't wanna know. Auch in Canggu gibt es wieder einen Tempel, nämlich den Tanah-Lot Tempel. Und warum der ganz besonders ist, das zeigen wir euch jetzt. Also nachdem man ca. 4 € Eintritt gezahlt hat für den Tanah-Lot Tempel, muss man erstmal durch eine richtige Stadt von Restaurants und Verkaufsständen gehen, um zum eigentlichen Tempel zu gelangen. Die Anlage hier ist wieder sehr grün, sehr groß und sehr sehenswert. Man sollte vorweg aber unbedingt die Gezeiten checken, weil nur bei Ebbe kann man hierher kommen. Bei Flut ist hier alles überflutet und man kann den Tempel, der sich am Felsen hinter mir befindet, gar nicht erreichen. Übrigens, vor etwa 40 Jahren ist sogar mein Papa schon genau an dieser gleichen Stelle hier gestanden und hat den Tempel besucht. Wir sind heute genau zum Tiefststand der Ebbe hierher gekommen und man merkt wirklich mit der Zeit, umso länger man hier ist, wie die Wellen immer näher kommen. Übrigens, der Tanah-Lot Tempel ist auch ein sehr, sehr bekannter Spot für den Sonnenuntergang. Das merkt man auch an den Touristen. Umso später es wird und es ist jetzt kurz vorm Sonnenuntergang, umso mehr Leute sind hier unterwegs. Wir haben jetzt wieder gepackt und für uns geht es jetzt dann weiter nach Ubud und das zeigen wir euch im nächsten Video. Bisher haben wir je 1-2 Tage in Uluwatu und in Canggu verbracht. Beide Gegenden haben uns wirklich gut gefallen. Wir haben auch ein recht ähnliches Programm gemacht. Wir waren jeweils am Strand und haben uns auch immer einen Tempel angesehen. Und müssen sagen, Uluwatu war um einiges ruhiger und entspannter. Es gab weniger Touristen als hier in Canggu. Hier in Canggu ist eher Partystimmung. Es ist halt auch wirklich ein Spot, wo viele digitale Nomaden leben. Das merkt man auch, es ist richtig viel los. Es gibt aber auch mega viele leckere Restaurants und wirklich gutes Essen, wo man sich hier eigentlich durchkosten muss. Wir könnten eigentlich keinen Favoriten zwischen diesen 2 Ortschaften wählen. Es kommt einfach wirklich darauf an, worauf man gerade Lust hat. Blooper! Eindruck! Unser erster Eindruck! Doch zuerst brauchen wir einen fahrbaren Untersatz. Der Bau der Statue hat übrigens über 15 Jahre gedauert. 25. Für uns geht es jetzt nach Uluwatu. Nein. Wir haben heute unseren ersten Location-Wechsel hier auf Bali vollzogen.